Today we're gonna look at a new video of Track Trendy. I am Johnny O'Sullivan and you are the viewers. Nice of you to join. The chat is already here and now the chat is gonna put a 1 in the chat so we can all say hi. Well, at least a few guys went there. Anyway, 9 hours on world's best first class flight, Singapore Airlines. Oder? Ich muss jetzt schon. I'm flying the world's best first. Millie ist mit dabei. Millie Vibes. Millie ist dabei. Millie. For 9 hours from Germany to New York. Boah, es ist laut. Warum ist es so laut? Freunde. I'll show you exactly what it's like, from my private double-bed suite to the fine dining and the most luxurious in-flight bathroom you've ever seen. All this does not come cheap though. NASA. Wir haben NASA wieder dabei. Sehr gut. Eye-watering ticket price of over $12,000. Aber ich hätte gedacht, mehr. Ja, ich hätte gedacht, es kostet mehr, oder? Naja. But today you're joining myself and Millie on this 4,000-mile adventure across the Atlantic. So with that, let's pick up our journey in Frankfurt, Germany. Heyo, Frankfurt. A very good morning from Frankfurt International Airport. It's 6 AM here, but due to my excitement, for once the early start doesn't matter. Our flight departs Terminal 1, Frankfurt's oldest and largest, handling over 50 million passengers per year. We'll be needing desk 700 to 726 for Singapore Airlines. There are 4 classes of service offered today, from economy to premium to business and first class. Warte, Economy will ich nochmal sehen. Das Economy? Warum sieht Economy besser aus als Premium? Kam mir gerade so vor. Moment. Achtet mal drauf. Ich fand gerade, Economy sah besser aus als Premium. Economy to premium. Das sieht doch beschissener aus. Ah, vielleicht doch nicht. Die haben hier so die Gedöns hier und einen Tischgedöns und nur weniger Sitze. Ja, gut. To business and first class, otherwise known as suites. With room for only 6 lucky passengers, there's no queue, and myself and Millie are seen to promptly. As we're flying to the US, there's a bunch of additional requirements in order to check in for our flight. Wo ist die Millie-Introduction? Millie-Introduction. Er macht doch meistens am Anfang nochmal, das kommt ja wahrscheinlich gleich, ne? Stimmt, das ist erstmal diese Zusammenfassung mit allem so Foreshadowing und so. Okay, sorry. Issued our boarding passes and directed over to the security wing. Unlike much of the US, here in Germany, there's a... Dieser Shot. Ey, ich meine, dieser Shot... Ich meine, er macht halt Selfie-Cam. Muss er da also jetzt so smug, so... Ich meine, so... Here in Germany, there's a separate fast-track lane for first and business class. This is especially useful during peak times, though it's pretty quiet here this morning. All through security, and we have an important decision to make. Which lounge to choose? Ey, übrigens, Duty-Free verstehe ich nicht. Jetzt ohne Scheiß, jetzt wirklich. Also ich dachte, bitte Chat, sagt mir, ob das richtig ist. Ich dachte oder denke immer noch, Duty-Free ist doch nur, wenn ich in ein Land außerhalb von Europa reise. Dann habe ich irgendwie ein bisschen Steuer, kann ich sparen, oder? Weil innerhalb von Europa gibt's kein Duty-Free, oder? Weil ich verstehe das nicht. Und außerdem ist es da überhaupt nicht günstiger, finde ich. Günstiger, weil keine Aber irgendwie lohnt sich... Aber da hätte ich jetzt in der Schweiz, weil ich in die Schweiz geflogen bin neulich, hätte ich da Duty-Free kaufen können. Also tatsächlich ohne Umsatzsteuer. Kippen oder so. Nicht, dass ich rauche. Manchmal... Okay, hätte ich machen können. Also Toblerone halt für weniger, oder was? I don't know. Aber vielleicht fühlt ihr so generell, was ich meine. Ich fühle Duty-Free nicht. Ich glaube, das war früher ein viel größeres Ding und früher eine viel krassere Sache, bevor es die EU gab und so. I don't know. Ich fühle es nicht. There are 2 available, the Lufthansa Senator Lounge. Oh, jetzt sieht doch scheiße aus. Or Air Canada's Maple Leaf Lounge. Now I've used the Senator multiple times before, so for a change-up, let's check out our Canadian friends. Ach, weil das Star Alliance ist, oder? It has more character than the Senator, that's for sure. It's a smaller space, but with plenty of places. Ihr wisst gar nicht, warum ich lache. Sorry, in meinem Kopf wäre das so witzig, wenn man bei dem Typ jetzt so eine Armbewegung sehen würde. So. Sorry, er hat einfach den Blick. Er hat für mich einfach den, ich schaue mir gerade ein Porno an, Blick. Es tut mir leid, kann man nichts sagen. Sit and relax prior to boarding.
Most people assume Aber wieder die gleichen Sound. Ihr hört auf die Sounds, ne? Immer die gleiche Mucke. Er hat immer die gleiche Mucke drunter. you can only access the lounge stated on your ticket, but when flying an alliance-based airline like Oneworld, SkyTeam, or in this case Star Alliance, you can access most of the member lounges when travelling in first or business class. Cool, ein Cappuccino. Sadly, however, this doesn't extend to the coveted Lufthansa first class terminal. Given the time, I think we should make our way over to the gate located a 5-minute so eine riesen walk away at Armbanduhr. B46. Mega creative, total cooles It's Gimmick. here we first set our eyes on our 6-year-old Airbus A380, which will take us over to New York. Die fliegen noch? Ich dachte, die fliegen nicht mehr. Aber die werden irgendwie nicht mehr gebaut oder so, ne? Die A380. Irgendwie sowas. Ich glaube, die werden nicht mehr hergestellt oder so. Quite a unique flight this, because it's what's known as a fifth freedom flight. This is an agreement whereby an airline can carry revenue traffic between foreign countries other than its own. Was ist das für eine Grafik? Macht der jetzt einen auf Indiana Jones oder was? Was ist das denn hier? Wo hat er das denn her? Das ist ja ganz neu. Hier mit den Raucheffekten und alles. Was so, ja, Bruder. Aber hat er einen Grafiker bestellt oder was? It's actually the only way Singapore Airlines can operate an A380 flight to the US. It's not long before pre-boarding begins, with suite passengers being invited to do so first. Melee! We need to head upstairs to board because of course we're on the upper deck of the A380. Of course. And just before we get on board this incredible first class, it's time for a quick word from today's video sponsor, Rosetta Stone. It's no secret. Rosettenstein? Rosettenstein klingt irgendwie wie so eine Krankheit. Oh, Herr Doktor, ich glaube, ich habe Rosettenstein. Gucken Sie mal nach. Oh ja, das sieht nicht gut aus. Stepping on board Singapore suites is like another world. This does not feel like a commercial aircraft. Myself and Millie are booked onto 1 and 2 Alpha, which join together to make a huge 100 square foot private room. More on this in a second. There are no overhead bins, but in place there are these huge closets, enough for a couple of carry-on suitcases and, well, my entire wardrobe of NASA hoodies. Habt ihr das Lachen in der Stimme gehört? Ah, Alter, Wardrobe of NASA Hoodies. Na klar. Ah, ein kleiner selbstreferenzieller Gag. Kann man machen. Finde ich gut, sympathisch. Er weiß ja selber, ist ein Markenzeichen. Er ist ein crazy Typ. Er ist ein crazy NASA-Fan. Er ist ein NASA-Ultra. Er hat Rosettenstein. It's a shame by design my armchair faces away from Millie. Not to worry though, we'll adjust this back once we've taken it off. As I'm getting settled, I'm offered a delicious glass of Krug champagne. Moet. Not only is this my favourite, but it's pretty special stuff at $250 a bottle. Oi, jetzt geht's los, oder was? Direkt mal hier auf dem hohen Level saufen, oder was? Also ich finde ja Moet muss sein. Bei einem Video von Track Journey muss Moet. Welcome aboard Singapore Airlines. Please give us your attention as we bring you through this important safety briefing. Ich fände irgendwie witzig, genau dieses Bild von ihm, wie er das trinkt, ja, Achtung, Leute, immer, ihr kennt mein Gehirn mittlerweile. Ich sehe dieses Bild, wie er das trinkt und stell mal vor, und das ist genau während einer Emergency. Das Flugzeug ist am Abstürzen, im Hintergrund kreischen Leute, die Dinger fallen so aus der Decke und er macht in diesem Moment dann den hier. Safety briefing. Before we take off, stow your Das fände ich luggage so and witzig, ist das, was ich meine? Ah, Mann, naja. Safety video over, we begin to push back from stand. Oh. Flughafenautos sind auch witzig, oder? Ich meine, was soll das denn? Die sind so ein bisschen lächerlich, oder? Ich finde Flughafenautos irgendwie auch ein bisschen süß, aber auch ein bisschen Quatsch. Taking Millie on her first Singapore Airlines experience. Millie! Die hat auch einen NASA-Pulli an. With that, we hurtle along the runway and up into the brisk German morning sky. Our flight SQ26 will take us some 4,000 miles. Oh, nee, echt. Okay. Miles over the next 9 hours to New York's JFK Airport. Die fliegen in die Richtung? Ist nicht Singapur in die andere Richtung? Now that we've reached altitude, I can finally adjust my armchair away from the wall. Jetzt so die Wand hochmachen zu Millie einfach. Komm, kein Bock. This can be done at the push of a button. Ich wette, das And geht yes, I turbo. do Ich wollte es feel- gerade sagen, ich wette, das geht turbo langsam und ist überhaupt nicht so geil, wie man denkt. Like a James Bond villain. To kick off, let's take a look at Ah, da hat er einen kleinen Gag eingebaut. Habt ihr das gecheckt mit James Bond? the wine list. Whilst the 2012 Tassinger looks tempting, I'll stick with Krug for the moment. Stick with what you know. Millie, who is far more sensible, is sticking to a soft drink for now.
Right, I think it's time we take a look around. We're currently located here, upstairs on the mammoth A380, currently playing host to over 470 passengers. The upper deck is an entirely premium configuration, with the majority being 78 business class seats. These are... Boah, die sind aber schon geil, ey, die Sitze. Ey, ich sag's mal ganz ehrlich, Leute. Ich meine, ich bin International Streamer und so, das wisst ihr. Ja? Wir sind Top 100, Top irgendwas 1% hier. Ja? Wir sind rich people jetzt langsam. Ja? Halt überhaupt nicht, aber ich sag mal ganz ehrlich, ich finde den Sitz tausendmal besser als diese komische Suite. Fühlt ihr das? Ich finde den Sitz viel geiler. Ich mache hier schön die Wand hoch, damit ich, oder warte mal, ist das unangenehm, wenn man die Wand hoch macht? Was meint ihr? Wenn ich da hinsitze und dann sie die Wand hochmache, ist schon ein bisschen auch so ein Arschloch-Move an die Person, die da sitzt, oder? Aber ich meine, weiß ich nicht. Schwierig, ist ein schwieriger Moment. Ich glaube, man muss das mit Augenkontakt machen. Also wenn ich das mache, gucke ich der Person auch nicht so in die Augen. Dann mach den hier. Siehst du das? Ganz langsam, genau. Yeah. A brilliant product, with the middle seats even converting to a double bed. Though this is not a... Genau, und da dann bumsen. Perfekt. Keine Wände, nix, einfach, und alle sind voll unangenehm keine Ahnung, muss das jetzt sein? Singapur. Und da wird da gebumst, Alter, und alle außenrum so, oh, was denn jetzt los? Und übelst viel Stellungwechsel, voll akrobatisch so von oben und so und alles. Hey, excuse me, guys, can you maybe stop fucking? I mean, sorry, man, there are other passengers here. It's Maul in Singapore, Alter. Ah yes, back to first class, or well, the suite section, featuring space for just... Wie viel? Also, das ist alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sitze. Each suite is 50 square feet, which is a mind-blowing statistic for a plane seat. However, this... Was sind 50 square feet? Was ist ein Fuß? Das ist auch so eine dumme Recheneinheit. Die rechnen in Füßen, Leute. Jeder Fuß ist doch anders groß. Ich hab das nie verstanden. 3 Fuß ist 1 Meter, oder? 15 Quadratmeter. Leute, das ist ein Drittel, das ist also ein Drittel meiner Wohnung. Also ein Viertel. Vielleicht, ungefähr. What? 15 Quadratmeter ist mega viel, Alter. Gets even more crazy when you consider we have adjoining suites, which could fit 7 rows of economy seating and around 30 passengers. Wird jetzt gemütlich gemacht? Gemilli gemacht? With ample storage space and... Die denkt sich auch gerade wahrscheinlich so, ist der wieder am Filmen hier, macht seine scheiß Schnittbilder, ey. Kann die scheiß Vlogs nicht mehr sehen, ey. Man kann kaum erwarten, die Wand hochzumachen. addition to the... Er ist schon wieder besoffen, ey. There's power outlets and even an HDMI port to plug your laptop into the TV. Talking of which... Again, how ridiculous is this? Naja, ist das so geil? Also, I don't know. The IFE is solid, with a fantastic selection of Hollywood blockbuster Ey, das movies. ist doch voll laggy, das sehe ich doch sofort. Und das ist nämlich eine Scheiße. Sorry fürs so oft stoppen, aber heute habe ich viel zu sagen, habe ich das Gefühl. Leute, das ist so eine Scheiße, die mich bei jedem Flugzeug auf... Solche Bildschirme sind immer alt und immer laggy und langsam. Ohne Witz. Habt ihr jemals in irgendeinem Flugzeug... Ich meine, es ist Motzen auf hohem Niveau, aber sorry, die sind immer scheiße. Ich sehe doch hier direkt, wie das laggt. Ich sehe doch, guck mal, habt ihr es gesehen, wie das laggt? Guck mal hier. Is solid, with a fantastic Guck mal, wie das läuft. Das ist scheiße. Das sind immer so langsame Scheiße aus irgendwie von vor 20 Jahren oder so. Hollywood blockbuster movies and TV shows. You'll be able to listen to this on the provided Bang & Olufsen noise-cancelling headphones. Sadly, you can't take these home. With all this excitement, I think it's time to order some food. The menu is pretty solid, with like a lunch service offered along with a further meal before landing. You can dine at any time, however, but be warned, options are limited, as Millie found out later. There is a solution to this though, a service Singapore called Book the Cook. I actually used this on a previous flight, where I was able to pre-order lobster thermidor. Not quite sure how I'm going to top that one. Warum hat der so viel NASA-Sachen, Mann? As an appetizer, SQ served their signature satay. This happens to be one of my guck mal, Satay mit Kotze, nice. Sorry. Sein erster Gedanke gewesen. Also, weiß ich jetzt nicht. Sieht das geil aus? Die Satés sehen irgendwie ein bisschen... Favorite in-flight meals, though be warned, they've been swapping and changing this, so it's not always available. I tell you what, the anxiety eating this with my white hoodie on. Crikey. As I wait for my second Crikey, mate. appetizer, yes, there's more, I served some fresh bread. Garlic bread is a personal favourite of mine, though not quite as good as Emirates First Class. Better get those bingo cards out, it's caviar time.
SQ serve Kaluga Kaviar, which is farmed in China. It's incidentally the largest producer of caviar and supplier to 21 of the 26 3-Michelin-starred restaurants in Paris. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kaviar so geil ist. Ich habe noch nie in meinem Leben Kaviar gegessen. Und warum ist das so besonders? Digga, das sind Eier von einem Fisch. Da muss man doch allein ich persönlich denke mir, habe ich gar keinen Bock drauf zu essen. Schmeckt salzig wahrscheinlich, ja. Ist schon gut, sagt ihr? Eins in den Chat war schon mal Kaviar hatte. Jetzt mach mal ohne Troll. Wirklich, das will ich jetzt mal sehen. Jetzt seid doch einmal ehrlich jetzt. Ja, hör auf. Aber gut, ihr lasst viele Subs hier. Ihr seid wahrscheinlich reich. Habe ich reiche Zuschauer? Warte mal, ist meine Demografie also nicht nur gut aussehend, das wissen wir ja schon, schlau, witzig, aber ihr seid reich auch noch? Also habe ich bei den Wohnungsstream, ich schaue mir eure Wohnung an, gibt's übrigens auf YouTube, hier mal nachgucken, wenn ihr wollt, auf dem Hauptkanal, habe ich nicht gemerkt, dass ihr reich seid. Sah ein bisschen aus eher so wie Fliesentisch, ich habe schon mal bei Frauentausch mitgemacht. Sorry, no offense. Sorry. So ist es bei mir. Ich mache ein Lob an meinen Chat, an meine Zuschauer, aber ich halt euch, ne? Und dann gleich wieder dissen. Das ist wichtig. Die Balance ist wichtig, sodass ihr nicht übermütig werdet und euch nichts einbildet, weil es geht ganz schnell. Die Macht habe hier ich. Ways a 30G tin like this will set you back around $80. Bah. I found it to be delicious, but also understand I have a caviar problem at this point. In contrast, Millie doesn't really enjoy caviar and chooses to sit this one out. Ey, Millie On to the main. Was ist da los? Haben die Leute? Ich weiß nicht, merkt ihr was? Ist da irgendwas im Argen? Millie ist mir heute irgendwie sehr sympathisch mit ihrer Entscheidung. Erstmal keine Begrüßung. Leute, es gab erstmal keine Millie-Begrüßung zusammen. Dann, Millie hat keinen Bock auf Saufen, holt sich ein Soda. Hab bis jetzt noch nicht einmal in die Kamera geguckt. Jetzt hat sie keinen Bock auf Kaviar, nimmt was anderes. Vielleicht ist da ein bisschen Trouble in Paradise? Of course, Millie goes for the slow roasted pork belly, which unfortunately got a quite average review. Das könnte tatsächlich sein. Darf man kein Kaviar essen, wenn man schwanger ist? Boah, das sind die Fragen, die ich halt wirklich vor Hunderten von Zuschauern live stelle, ne? Und die meine ich halt ernst. Es ist halt schon manchmal ein bisschen Armutszeugnis, wie dumm ich bin, aber gut. Nee, wird sonst ein Fisch. Ja, bei der Geburt, ich merke schon so, flop. Oh, das ist ja ein Fisch. Mann, hat diese Frau Kaviar gegessen etwa? Meanwhile, with no steak on the menu, I go for something a little different for once. This is phenomenal. Thai-style stir-fried chicken with sweet basil, chili, vegetables and steamed rice. Pad Kapau. Oh, da hätte ich auch Bock drauf. Das ist geil. Die reden auch gar nicht miteinander. Thankfully, we've still managed to save a little room for dessert. Being a chocoholic, the chocolate and coffee tart is a standout here. He's a chocoholic. And I'm happy to report it tastes just as good as it looks. Das ist eine komische Stimmung hier bei den beiden. With dinner service out of the way, I think it's time to get changed into something a little more comfortable. Wieder der gleiche Song. Let's boot the Tims off and get some slippers on. Ey, die Schuhe finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die sehen einfach geil bequem aus. Vielleicht muss ich die auch mal koppen, so geile Timberlands. Finde ich schlecht. Obwohl, die sind schon ein bisschen Dad-Shoes, oder? Die sind schon ein bisschen Dad-Shoes. War da jetzt gerade, on another note. Die sind schon ziemliche Dad-Shoes. Are you ready to see the most extra bathroom on board a commercial plane? I'm ready. Ey, bitte macht er, dass er jetzt nackt dasteht. Einfach, weil es einfach sein Ding ist. Es gibt keinen Grund dafür. Bitte schneid jetzt um und lasse ihn im Bademantel nackt da stehen. Obwohl es gar keinen Grund hat, man nie unter dem Bademantel sehen kann. Es ist einfach sein Ding. Es ist sein geheimer Kink. Welcome to Singapore Airlines bathroom in the sky, complete with a leather-bound toilet seat, and vase of flowers, hotel-style wash basin, and star of the show, the only dressing table at 40,000 feet. Okay. Und? Wer braucht das denn? Let's change into the provided Lalique pajamas then. Ich wette, ohne Scheiß, Leute, das wird nie benutzt. Ohne Witz. Dieses Ding wird nie benutzt von irgendjemand. Also diese Schublade, dieses Schminktisch oder was auch immer das ist. Ich weiß nicht, ich würde das nicht anziehen. Findet ihr nicht, dass das Gefühl, muss man das nicht vorher mal in die Waschmaschine tun oder so? There's also a fully stocked amenity kit provided, which even plays host to a full-sized bottle of cologne. Time to return to my suite then.
which in my absence has been made up into a double bed. It's this feature which tops this product for me. Ey, wisst ihr, was mich nervt? Ich habe ja schon einige von diesen Videos gesehen. Flugzeug, First Class, da gibt es ja ganz viele Vlogger. Das hatte wohl irgendwie einen Security Reason, dass es nie ganz abgeschlossen ist, ne? Das finde ich scheiße. Was soll das denn? Weil das wäre was ich immer noch denken würde, hey, ich habe nicht wirklich komplette Privatsphäre. Es ist immer oben offen, das hat irgend so ein Security-Ding. Finde ich irgendwie, ja gut, Security ist natürlich wichtig, Safety oder was auch immer, aber kann man das nicht wegen Furz muss abziehen? Ja, shit, ey. Nee, aber ich meine, weiß nicht. I've always said Emirates has the best first class on their game changer, but if you're travelling as a couple, this is hands down the best. The amount of space and privacy is truly unparalleled. Jeder ein eigener Bildschirm ist natürlich cool. Aber Right, given our super early start this morning, I think jetzt Wand hoch, bitte. Oh, in dem Moment würde ich jetzt langsam die Wand hochfahren. Das ist so mein Humor. Und aber ihn so weiterreden und mit ihm so, ja, auf jeden Fall, war irgendwie total interessant. Und dann hast du auch nochmal so ein bisschen Vlog gemacht und so, ja, war total cool, aber nee, keine Ahnung. Ja, das auch. Finde ich gut. time for a nap. Night all. Nigel. Whatever that means. We wake to find just 2 hours of this incredible flight remaining. Now for review purposes, I must check out what the second meal service is like, being professional and all that. I go for the mini cheeseburgers with sweet potato fries. It's certainly a hit, and I'm really Zum Frühstück? Der ballert sich erstmal einen Cheeseburger zum Frühstück rein? surprised to see how well this turned out. The chips are crispy and the burger is juicy. A solid all-round effort here. Ja, natürlich ist es geil, aber ich weiß nicht. Nennt mich spießig oder oldschool, aber ich finde, Frühstück isst man keinen Burger. Right, I make it time to get freshened up before landing. Er muss testen, sagt er. Ah, stimmt, okay. Okay, Chat, stimmt. Er hat's gesagt mit so, ja, ich wäre ja nicht professionell, wenn ich es nicht testen würde. Okay, stimmt. Okay, ja, gut. Haben wir geklärt. And there we have it, back into my natty hoodie. Whoa, what a cut. Like in the one thing, he had like different clothes on, and then he like a cut like this, and then it's like different colors. Oh my god, it's crazy. Now, one thing the amenity kit didn't provide is a toothbrush, but that's because the bathroom is stocked with dental and hygiene products, which is great to see. Ich würde drüber gucken, was die anderen so machen. Sadly, it's time to pivot my chair away from Millie and face the wall for landing. I know I've been overall very complimentary around most of this incredible... Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber ich will irgendwie eine Soap haben mit den beiden. Mich interessieren seine Reisescheiße gar nicht mehr. Ich will wissen, was ist los in the life of Willie und Millie? Ich will irgendwie so eine Willie und Millie Reality-Doku-Soap haben oder so. Ich will wissen, was bei denen losgeht. Ich bin so involviert, ich bin so ein Fan mittlerweile von den beiden. Weißt du, was ich meine? suite, but this feature in row 1 is a dreadful design flaw. As we begin our final descent into New York, let's talk price. This is a pricey Comic experience, Sans? but there are Hat er echt so eine Comic Sans-mäßige Schrift benutzt? Wo ist denn sein Travel Agent Friend? ways to reduce Kommt das jetzt? Ja, es kommt jetzt, oder? Es muss jetzt kommen. this. A standard search will price this flight out at roughly $12,000 a person. However, I booked via the American Express airline program, which provided a decent discount, Es ist nicht sein Freund, aber es ist wieder ist auf jeden Fall ein Placement auch wieder. Safe. making it $10,500 for 2 of us. This of course is crazy cash, but it was a trip I wanted to review with Millie from the perspective of a couple travelling together. There Außerdem habe ich es umsonst bekommen quasi oder bezahlt. is another way, however, by using air miles. If you have the flexibility to go whenever and you're lucky enough to find availability, this is doable for 97,000 KrisFlyer miles plus €121 each. The chances, however, of finding 2 of these suites available is pretty unlikely, though not impossible, with patience and flexibility. Well, there we go then. Welcome to New York City. It's been an amazing journey here over from Europe, and thank you so much Na, erstmal ist es der Flughafen und noch nicht New York City, aber wollen wir nicht klugscheißen, ja? coming along, and as always, let me know what you think down in the comments below. I'll catch you all again next time. Wie finden wir das? Wie finden wir das Video? Hat ein Geschmäckle gehabt, oder? Jetzt nicht nur, irgendwie, letzte Video auch relativ negativ. Ist immer noch gut gemacht, aber irgendwie finde ich, muss ich jetzt ehrlich sein, fand ich das Video ein bisschen underwhelming so.
Es war irgendwie so sehr Standard. Er hat so ein paar kleinen Gags gemacht, hat irgendwie das Essen abgefilmt. Es wirkte so lustlos ein bisschen, oder? Jetzt, ja, das sagt gerade Chat. Ich will jetzt auch echt nicht die ganze Zeit hier auf dem rumreiten oder so. Ich wiederhole das gerne. Ich gucke mir diese Video gerne an und kommt nicht aus dem Platz des Hates, sondern an den Platz der Liebe, diese Videos zu schauen. Natürlich finde ich es hier und da ein bisschen albern und mache meine Gags. Aber ich finde das ja unterhaltsam. Aber ich muss dann auch kritisch sein, wenn mir das auffällt. Und ich habe auch schon lustlose Streams gehabt. Manchmal hat man sowas. Vielleicht war es irgendwie nicht so geil. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, bei dem Video, da fehlte so ein Spark. Er ist abgehoben, Flugzeug. Ja. Und ohne Milli-Begrüßung geht er gar nicht. Gut, den Flug würde ich mir nicht gönnen. Fand ich jetzt ein bisschen unspektakulär, auch generell diese First Class. Mein Gott, da hast du halt einen Stuhl, der sich langsam dreht und einen Bildschirm und dann wird dir das Bett gemacht. Klar, ist geil, aber sorry, ich bleib dabei. Ich sitze da lieber in der Business Class und hab meine Ruhe und chill da und guck mir irgendwas an und mach die Wand hoch. Awkward. Und dann habe ich, also wirklich, ich meine es wirklich ernst. Hätte ich wirklich die Wahl, ich würde glaube ich, hätte ich die Wahl, würde ich wahrscheinlich schon das Krassere nehmen, aber ich wäre völlig zufrieden mit der Business Class gewesen. In diesem Sinne. Ciao.